Es handelt sich laut Polizei also um fahrlässige Brandstiftung mit tragischen Folgen für alle Bewohner. Das Haus ist weiterhin einsturzgefährdet und darf nicht betreten werden. Diese digitalen Helferlein hier entwickeln sich immer rasanter, immer weiter. An der RWTH konstruieren Forscher gerade Roboter, die mit Giftstoffen umgehen können, um Menschen vor gefährlichen Einsätzen am Arbeitsplatz zu schützen. Bauarbeiter zum Beispiel. Zukunftsprojekte wie dieses unterstützt die EU gerade mit satten 11 Millionen Euro und die RWTH hat davon noch mehr zu bieten. Ein anderes Projekt bastelt nämlich an der Idee, mit Bakterien den Plastikmüll zu recyceln. Hier fühlen sie sich wohl, die plastikfressenden Bakterien. Es ist warm und feucht und alle Umwelteinflüsse werden von den empfindlichen Bakterien ferngehalten. In so einem Bioreaktor vermehren sie sich prima. Natürlich ist das Ganze nur im Labormaßstab aufgebaut worden, aber die Wissenschaftler haben größere Ziele. Im ersten Sinne geht es darum, das Plastikabfallproblem zu lösen. Okay. Ja, und einerseits machen wir das durch das Abfall zu verwerten, biotechnologisch, und andererseits machen wir das durch ein besseres Plastik herzustellen. Also wir nennen das Upcycling. Wir setzen schlechtes Plastik um in gutes Plastik. Und eigentlich so schaffen wir es, dass das schlechte Plastik weniger wird und das gute Plastik mehr. Das schlechte Plastik ist das, was wir kennen. Millionen Tonnen davon liegen als wilder Müll in der Landschaft oder schwimmen kreuz und quer durch die Flüsse und Meere. Das ist so viel, dass einem schwindelig werden kann. Jeder Deutsche produziert knapp 40 Kilogramm Plastikmüll pro Jahr. Dazu kommt, dass eine normale PET-Flasche bis zu 450 Jahre braucht, bevor sie zerfällt. Nico Wirks und sein Team wollen das ändern. Wir haben ein Plastik, das ist eine Flasche zum Beispiel. Diese Flasche wird nicht so von einem auf den anderen Tag durch Bakterien zerlegt. Also wir müssen erst diese Flasche zerlegen in die einzelnen Bausteine. Diesen Baustein füttern wir dann die Bakterien. Und die Bakterien bringen wir dazu, diese Bausteine zu verstoffwechseln, zu verdauen und daraus ein neues Produkt zu machen. Und dieses neues Produkt ist dann eine andere Art von Plastik, der eigentlich für die Umwelt und für, sagen wir mal, die biologische Abbaubarkeit viel besser ist. Besser heißt, dass das neue Plastik in kurzer Zeit biologisch abgebaut wird. Im Labor funktioniert das schon. In den kommenden 10 bis 15 Jahren könnte die Idee industriell genutzt werden. Und wenn die Bakterien das Plastik schließlich gegessen und wieder verdaut haben, dann sieht das Produkt, das sie ausscheiden, fast schon so aus. Und da könnte man dann irgendwann moderne PET-Flaschen draus machen. Eventuell. Bestand der Forschung. Schade eigentlich, dass die Aachener Bakterien nicht direkt ganze PET-Flaschen zersetzen können. Andere Bakterien können das. Aber die sind super langsam. Also dann sprechen wir wirklich über ein paar Milligramm Plastik, was abgebaut wird, über mehrere Wochen. Das macht also wenig Sinn. Die Aachener und ihre 11 Partner aus insgesamt 5 verschiedenen Ländern arbeiten in den kommenden Jahren deshalb mit ihren eigenen Bakterien. Die sollen in Zukunft aus all dem schlechten Plastik gutes Plastik machen.